Es geht weiter mit Metal Gear Solid 2. Wir sind stehen geblieben in Strebe E und wollen hier die nächste Bombe entschärfen. Okay. Allerdings ist wieder natürlich Vorsicht geboten, denn auch hier fehlt der Radar. Okay. Du gehst da entlang, aber ich glaube, du gehst dann wieder runter. Genau. Du bleibst schön mal da und... Sehr schön. Geh mal in den Note. Und tun als erstes mal den Radar freischalten, damit wir auch eine bessere Sicht haben auf die Bombe, die wir hier entschärfen wollen. Mal sehen, kann ich dich so... Ne, so kann ich dich nicht erwischen. Aber so. Sehr schön. Okay, die Box möchte ich auf jeden Fall haben. Box 5. Karton 5. Karton für Spielsoftware. Auffälliges Augendesign. Wählen Sie den Karton, um ihn zu tragen. Ja, auffällig ist sie definitiv, wie ich finde. Nun gut. Um diese Bombe zu entschärfen, müssen wir aufs Dach gehen, denn hier befindet sich tatsächlich keine. Wir können uns allerdings dennoch ein bisschen hier umschauen. Aber ich würde sagen, das machen wir erst gleich. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass gleich Verstärkung kommen wird, wenn der Kumpel nicht frühzeitig aufwacht, um seine Statusmeldung abzugeben. Strut E Heliport. Interessant. Gehen wir mal weiter. I've taken care of that annoying fly. What's the situation over there? Puzzling. I saw a man dressed like a ninja just now. Ninja? It's the only way to describe it. A kind of cyborg ninja complete with a sword. What? Are you hiding something from me? Olga, are you sure it wasn't an Arsenal Tengu? Don't be a fool. Think I wouldn't know the difference? I've never seen field gear like that ever. All right, we'll intensify patrols. Anything else? Actually, one more thing. You'll find it hard to believe, though. I saw a man hiding under a cardboard box. Where? On the connecting bridge to Shell 2. So you believe me this time? I've seen someone use that box trick before. We'll lay a trap on the Shell 2 connecting bridge. Over and out, then. Freeze! You must be one of Dead Cell. Of course not. What a thing to say. Drop your gun! Not a chance. I saw a female soldier. Russian. Must be Olga Gerlukovich. How do you know? Unlike you, I've been briefed. She's not a Dead Cell? No. She commands a Russian private army. They must be the ones patrolling the big shell. That's right. She's led the group ever since her old man, Colonel Gerlukovich, died. Watch yourself with her. She's a tough one. Eine alte Bekannte, nicht wahr? Interessant. Hat auch ihre Machenschaften wohl hier. Auch ein nettes Detail von Metal Gear Solid habe ich bestimmt auch schon mal erwähnt. Man sieht halt eben die ganzen anderen Streben von hier aus und der Heliport ist, glaube ich, mit einer der höchsten Streben, die es gibt. Oh, hier sind Wachposten. Das wusste ich, um ehrlich zu sein, nicht mehr. Aber egal, ich schätze mal nicht, dass die in unsere Richtung kommen. Gibt uns noch ein bisschen Zeit, Jungs, um den Ausblick zu genießen. Ja, da sehen wir es. Hier sieht man eben die Brücke, wo die Playmobil versteckt waren, nicht wahr? Und der Wachposten, die hier war und mit dem Fernglas alles überwacht hat. Wie gesagt, sehr schicke Details auf jeden Fall. So, komm mal her. Freeze! No! Machen wir es auch nochmal auf die gute altmodische Art. Please don't. Und holen uns einfach mal die Hundemarke von diesem Kumpel hier. So. Katharine Irene Hargrove. Eine Frau? Oder Catherine besser gesagt, nicht wahr? Wenn man es richtig ausspricht. Box 3. Karton für tägliche Vorräte. Wählen Sie den Karton, um zu tragen. Ja, und tatsächlich, es gibt hier mehr als nur 3 Kartons, wie es noch im ersten Metal Gear Solid war. Wir können eigentlich auch mal einen Blick hier drunter werfen. Hier befinden sich sicherlich auch irgendwo Items. Nämlich man kann sich auch hier drunter verstecken. Tatsächlich.
Ach, wo fehlt denn? Unser Sensor fehlt. Da. Ein riesengroßes Gebiet unter dem Kampfjet hier in Harry ist das, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Schick, oder? Leider nicht besteigbar von uns. Okay, dann gehen wir mal hier hinten hin, nämlich dort befindet sich die Bombe. Und zwar hier, wenn mich nicht mehr alles täuscht. Nee, dann doch da vorne. Da. Und entschärfen diese ebenfalls. Also komme ich ja kaum dran. Kriechen, reiten, kriechen. So. Raiden here. The C4 reported on the roof of Strut E has been taken care of. Explosives were planted on the Harrier 2 stationed on the roof. Good work. Only one more left to go. This is Pliskin. Do you read me, Pete? I'm here. What's up? Raiden, you need to hear this too. I'm listening. I checked out the bottom of Strut H for you, Pete. Wait, what's this about? I asked Pliskin to look around. Knowing Fat Man, I can't shake the feeling that all the bombs so far were just wrong. So did you find anything? Yeah, a hell of a lot of C4s packed into the bottom of the strut. Pete called it right. I knew he had the real thing up his sleeve. So all the other ones were dummies? No, they're a threat, all right. But the detonation wouldn't be enough to destroy the entire shell. But the C4s Pliskin found would inflict serious structural damage. That's not the bad news either. These are sensor-proof. What? New model, I guess. The ionization sensor can't detect them. The whole thing is sealed tight to prevent vapor leak, and there's no trace of that cologne signature. Pete, looks like he fooled you. Yes. But you managed to find the thing anyway. It was sheer luck. Bombs that are invisible to the sensor? Any ideas, Pete? Are there more out there? I'll go see for myself. You can't move fast enough. He's right. I can try the spray from a distance. Hold on. There's something not right about this one. I can feel it. Well, Pete, should I come back and get you? No, there's no need. Raiden, you have one left to go, correct? Right, except for those scentless ones. How about you, Pliskin? I have 2 left, not counting this one. Okay. It'll have to be me. I have the level 4 card that'll get me into Shell 2 in any case. You'll never make it. With that bad leg of yours, they'll spot you for sure. That won't happen. I can walk just fine. I can even run. What do you mean? That bomb 5 years ago. I messed up. Even with all my experience, I lost it. And the church was lost in the explosion. All those kids playing nearby, too. These past 5 years, I've lived a lie. Lied? Yes, lied. I didn't lose my leg in the explosion. So many dead. All because of my mistake. All I could think about was hiding from the crime, shielding myself from the public outcry. I wanted people to be sorry for me, for my weakness. I faked being a victim myself because I couldn't bear to face the families of the real victims. This is no prosthetic. I can keep my footing on catwalks and hike over deserts. I lived my lie so well I haven't even answered to myself for my sins. It was supposed to be a shield, and it's become a shroud instead. I've killed my soul by playing the victim. Instead of protecting me, it's made my life even more hellish. What good can that do the victims? I know. I'm a coward. Hey, Pete. God forgive me. I can walk with my own 2 feet, and I need them to stop Fat Man. His crimes are also mine. One of omission and arrogance. No one should teach the skills I taught him without a clear conscience. This is the only way I can diffuse my own sins. I get you, Pete. That one's all yours. You got it, Raiden? I understand. Pete, I've taken care of guards in struts G and H of Shell 2. I wouldn't recommend you go into any of the other struts. I owe you one. I'll get back to freezing the baby bombs then. You do that too, Raiden. I'm on it. I'll have the radio with me if you need to get in touch. Just don't ask for Peg Leg Peter. He's gone for good. Peter Stillman.
Okay, und wir machen uns weiter zur Strebe D, Sediment Pool, um die letzte Bombe zu entschärfen. Was mir jetzt die ganze Zeit bei den Codec-Gesprächen aufgefallen ist, dass da des Öfteren viele Rechtschreibfehler vorhanden sind. Ich bin mir nicht sicher, übrigens schon mal kurz, ob hier noch wirklich Items irgendwo sind, aber leider nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt nur an der HD-Kollektion so war oder ob es auch schon früher in dem Original Metal Gear Solid 2 für die PlayStation 2 so war. Also ich kann mich an diese Rechtschreibfehler von früher gar nicht mehr so stark dran erinnern, um ehrlich zu sein. Deswegen habe ich fast schon das Gefühl, dass es echt nur in dieser HD-Kollektion ist. Kann mich auch irren, aber wie gesagt, fällt mir jetzt stark hier tatsächlich auf. Claymore, okay. Gibt es jetzt tatsächlich auch ein Kistenformat. Jetzt haben wir schon 3 Dog-Tags. Die sammle ich einfach jetzt nur 2 sammle ich jetzt ein. Ich habe jetzt nicht strikt vor, alle Dog-Tags einzusammeln. Ich habe auf jeden Fall schon einige verpasst, um den Stealth-Anzug zu bekommen. Aber ja, ist eigentlich ganz witzig, die Wachen zu bedrohen und ihre Hundemarken zu klauen, nicht wahr? Wie ich jetzt selber finde. Ich möchte aber noch ganz gerne da hinten hingehen. Denn hier kann man eine Treppe runtergehen. Wo sich, okay, Level 5 Karte und da ist auch Level 5. Und hier ist ein Schacht. Mit Ration. Okay, das bringt uns leider nicht weiter, aber naja, wir müssen ja nicht hetzen. Naja, je nachdem wie man es nimmt, müssen wir schon hetzen, nicht wahr? Gegen der Bombe. Allerdings können wir ja durchaus auch mal die Zeit nutzen, um ein bisschen die Umgebung zu schauen. Na, verschwinde. Sehr schön. Gut, gehen wir weiter. Zur Strebe D. Jetzt haben wir die Wachposten, man hört es hier. Ja, schlafen gelegt, die da oben stand, sonst hätte die tatsächlich auch mit einem Fernglas geschaut. Und wisst ihr was? Es lohnt sich tatsächlich. Moment. Yes! Genau das wollte ich erreichen. Es lohnt sich tatsächlich, die Strebe D von hier unten zu betreten. Denn ich glaube, wenn mich alles falsch befindet, sich dort unten sofort das Node, womit wir den Radar auch für Strebe D aktivieren können. Deswegen, wie gesagt, Strebe D am besten hier unten betreten. So, da wären wir schon. Und da ist das Node, wie gesagt. So, 100%. Radar wäre auch für diese Strebe freigeschaltet. Mal schauen, ob ich es prompt finde. Hier befindet sich ein weiteres Easter Egg. Da. Oh, Sekunde, was ist denn das? Raiden, at your feet, there's a hatch for pipe or gauge maintenance. Face the hatch and push the action button to open it. There may be something you can use, so check the inside thoroughly. Danke, Colonel, das machen wir gleich. Zuerst möchte ich aber was zeigen, und zwar... Da, seht ihr das? Eine Osterinsel-Statue. Die gibt es tatsächlich überall versteckt im Spiel. Das ist eigentlich die offensichtlichste, die man finden kann. Es gibt auch noch die eine oder andere, die ziemlich gut versteckt ist. Und ich glaube, je nach Schwierigkeitsgrad findet man mehr oder weniger tatsächlich. Komm uns nicht in die Quere. Sehr schön. Die bringen an sich nichts und wenn man gegen sie schießt, hat das auch keinen Effekt. Aber, ja, witzig anzusehen auf jeden Fall. Man sieht hier, der Radius ist wieder sehr groß. Aber die Bombe befindet sich tatsächlich hier. Und diese tun wir auch prompt gefrieren und damit entschärfen. I have the last C4 frozen. There's nothing showing up on the sensor now. Good work, Raiden. You're way ahead of me, kid. I still have one to go. How's your bomb, Peter? It's a bomb, all right. Sealed C4, and in huge quantities. You think there's another one in Shell 1? For sure.
somewhere at the bottom of Strut A. Why are you so certain? If this bottom section of the strut is demolished, Shell 2 will be well on its way to destruction. You mean that Shell 2 will actually sink? Not immediately. There'll still be 5 struts left. But if Shell 1 loses a strut at the same time, it'll be a very different story. The big shell's structural integrity depends on a very exact balance. If both shells lose a strut each, the whole structure will tear itself apart under its own weight. What do we do? I have a sensor that can locate even those scentless C4s. It makes combined use of a neutron scintillator and a hydrogen bomb detector. You brought that stuff with you? Of course, I made the calibrations while I was in the pantry. Does it work? I just tested it, and it definitely responds. But the best I can do is a sound beacon, not the radar. Sound? The shorter the interval between beacons, the closer the target. I get you. There's another one in that pantry I was in. You can go back and get it. It's all yours, Raiden. I'm going to study it some more and see if the freezing process will work. Don't touch the other one until I say so. Okay. I'll stand by until you radio in. Alles klar, dann holen wir uns diesen Sensor von Peter in dem Vorratsraum. Und dann können sich bitte die Wachen mal dünne machen. Okay, der geht nach oben, sehr schön. Oh. Du siehst uns nicht. Nothing here. Genau, sag ich doch, hier ist nichts. Geh weiter, geh weiter, geh weiter. So, und diese andere... Oh, natürlich dreht er sich um. Nein. Ah, vielleicht sollte ich doch auf die altbewährte Methode gehen und einfach alle Wachposten eliminieren. Klar, das macht das Spiel natürlich umso leichter. Oh, da ist ja noch jemand. Hä? Wieso wird der mir so hell angezeigt, obwohl er unten ist? Komisch. Ja, wie ich sagen wollte, das macht das Spiel natürlich deutlich leichter, habe ich ja schon mal, denke ich mal, erwähnt, als wie Metal Gear Solid 1. Durch die Ego-Perspektive eben. Und eine Überwachungskamera. Und das macht es ebenfalls leichter, aber das habe ich auch schon mal gezeigt, nicht wahr? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, das ist schon so lange her. Die Kameras kann man kaputt schießen. Wir brauchen tatsächlich kein Düppel mehr zu verwenden, wir können einfach die Kameras kaputt schießen. Ja, und deswegen versuche ich halt manchmal diese ganzen Spielereien ein bisschen links liegen zu lassen, damit wir eben dennoch so ein bisschen Schleichtaktik haben, anstatt die ganzen Wachen auszuschalten und einfach durchzulaufen, ohne eine Wache im Nacken zu haben. Klar, mit Schleichen hat das dennoch noch was zu tun, aber es ist halt nicht ganz so gefährlich, wie es noch bei Metal Gear Solid 1 der Fall war. Da wir jetzt die ganzen Gadgets und die ganzen Fähigkeiten zur Verfügung haben. So, da haben wir ihn, den Bomb-Sensor B. Peter, I have sensor B. Good. Head to the bottom of Strut A. How's your invisible bomb? I'm looking at it, but I'm keeping my distance. How's Pliskin doing? A few more minutes. I just got to the last strut, but there are a few enemy sentries I have to take care of. Does it look bad, Peter? Maybe. It's an odd one. The detonator hasn't been activated. What? But the sensors are live, which means... This is Pliskin. I've located the last C4. Is that it? I'm about to freeze it. Then... Wait! Pliskin! Damn! That was it! What's going on? The detonator just woke up. It's counting down! What happened? The big ones were rigged to be activated when all the baby C4s went offline. Raiden, the one in Shell 1 should be counting down too. Hurry! What's the remaining time? 400 seconds. 400 seconds? Raiden, move! Get to the bottom of Strut A now! Jetzt heißt es ein Rennen gegen die Zeit. 400 Sekunden. Los geht's. Wir müssen wieder zur Strebe A gehen und wieder ins Unterdeck fahren durch den Aufzug. Der uns... Ich denke mal, Peter hat ihn uns gerufen. Ja, dafür haben wir auch keine Zeit. Den machen wir einfach mal prompt
Blatt mit einer spektakulären Drehung. Zack, sehr schön. Und diese 400 Sekunden, ähnlich wie bei Metal Gear Solid 1, die Flucht, je nach Schwierigkeitsgrad ändert sich diese Sekundenzahl auch. Bei normal sind es 400 Sekunden und bei... Ich habe es auch auf Extreme durchgespielt. Ich glaube, da waren es 350 Sekunden. Auf jeden Fall natürlich ein deutlicheres, knapperes Zeitlimit. Aber 400 Sekunden sollte auf jeden Fall machbar sein. Laufriden! Jetzt haben wir ja auch den Sensor B, den wir dafür benutzen müssen. Dort ist er. Sensor B. Sprengstoffdetektor mit Neutronen... Wie? Neutronenszintillator. Piet bei Entdecken von Fatmans geruchloser C4. Beziehungsweise C4. Alles klar. So. Eine Waffe ausgeschaltet. Schnell darüber. Und weiter geht's. Hier sind wir ja schließlich schon in Strebearm. Also verlaufen kann man sich bei diesem System meiner Meinung nach nicht. Man kann es sich auf jeden Fall sehr schnell aneignen. Oh, die Schränke, da sind offen. Habe ich die nicht zugemacht das letzte Mal? So, und geschwind auf den Aufzug drauf. Raiden, Bliskin, listen carefully. What is it? I fell for it. Fell for what? Fat man has my number. A proximity trigger. Microwave. Microwave? With a 7-foot range. It's not a technique I taught him. Neither was that multi-bomb booby trap. Looks like he's far surpassed me as far as explosives technique goes. As for the rest... Pete, get the hell out of there. There's less than 30 seconds left. It's too late. No! Pliskin, get away from Strut H as fast as you can. Pete! Right! Keep your distance. Use the spray from as far away as possible. Me? You can do it. I know that. I'm not so sure. But I am. Do it. I know you can. Tja, und das war's für Peter Stillman. Aber wir haben leider keine Zeit zu trauern. Wir müssen schließlich diese Bombe noch entschärfen. Und diese Items noch einzusammeln. Nein, los, schnell geht's. Wir holen uns jetzt sofort den Sensor B und suchen diese Bombe. Hier haben wir also nichts. Da hört man sie. Zum Glück weiß ich auch noch, wo sie ist. Je näher wir uns ihr befinden, desto stärker schlägt sie aus. Da ist sie. Und entschärfen. Colonel, I've neutralized the bomb. Good work, Raiden. It was a great loss for everyone. Yes, it was. Colonel, any damage report on the explosion? Seems that the duct for diverting the contaminated seawater was destroyed, and the central section of Shell 2 is flooding. The explosions ignited the oil slick on the surface. What about the toxins? The chemicals stayed in containment. There's no immediate danger. Is the big shell stable? Shell 1 was unaffected. The price was high, but the threat of the bomb is over for now. What's the next objective? Rescue the President. Get back to the upper level. Roger that. Alles klar. Das hätten wir erledigt. Ich würde allerdings sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss und im nächsten Part schauen wir weiter. Bis dahin. Jack, do you need to save? Hang in there.